Goedemorgen alle. Wij ons het eerste zingen nummer 624. Freut euch auf dem glorreichen Morgen, wenn uns Jesus in Herrlichkeit erscheint, die Erlösten zum Himmel heimzuholen, wo auf ewig mit ihm sie sich vereint. In der ewigen Herrlichkeit wird kein Schmerz und Tod mehr sein, keine Sorge und kein Leid, keine Sünde geht dort ein. Alle Finsternis muss fliehen und wir werden Jesus sehen, der mit Glanz den Himmelssaal erleuchtet, mit dem Lichtschein, den Gott ihm hat verliehen. Wir ersehen den glorreichen Morgen, wenn die Nacht weicht in Licht der Ewigkeit. Wir erwachen in Gottes Macht geborgen, neues Leben beginnt für alle Zeit. In der ewigen Herrlichkeit wird kein Schmerz und Tod mehr sein, keine Sorge und kein Leid, keine Sünde geht dort ein. Alle Finsternis muss fliehen und wir werden Jesus sehen, der mit Glanz den Himmelssaal erleuchtet, mit dem Lichtschein, den Gott ihm hat verliehen. Der getreu nur für Christus hier lebte und der tapfer ehrliche Knecht, die Gemeinde des Lammes, die erlebte, ruhen einst in den Armen Jesu recht. In der ewigen Herrlichkeit wird kein Schmerz und Tod mehr sein, keine Sorge und kein Leid, keine Sünde geht dort ein. Alle Finsternis muss fliehen und wir werden Jesus sehen, der mit Glanz den Himmelssaal erleuchtet, mit dem Lichtschein, den Gott ihm hat verliehen. 624. Das Leute sagt, kämpfende Seele, recht nach oben den Blick. Wir können uns verloren, Jesus kommt bald. 624. Kämpfende Seele, recht nach oben den Blick. Jesus kommt bald, ja bald. Er kommt mit Freude und Jubel zurück, in herrlicher Gestalt. O welchen Tag, das doch sein mag, wenn unser Heiland kommt voller Macht, König der Könige in all seiner Pracht, kommt bald, o welch ein Tag. Wartende Seele, es wird nicht mehr lang, Jesus kommt bald, ja bald. Unruf ergeht, froh erklinget Gesang, dass es laut widerhallt. O welchen Tag, das doch sein mag, wenn unser Heiland dann kommt voller Macht, König der Könige in all seiner Pracht, kommt bald, o welch ein Tag. Heile, o Seele, wenn du bist noch fern, Jesus
Jesus kommt bald, ja bald. Wo fliehst du hin beim Erscheinen des Herrn? Kommt jetzt, denn kommt bald. O welch ein Tag, das doch sein mag, wenn unser Heiland dann kommt voller Macht. König der Könige in all seiner Pracht, kommt bald, o welch ein Tag. Morgen ist hier einer. Vrij met jullie hier te zijn. Vandaag, Wekkeldag, Donderdag, wo wir Himmelfahrt vieren. Eine gute Gelegenheit, zu checken, was ist das Tag, was bedeutet für uns. Und stammen so Februar, John, was mehr davon haben, was von der vandaag ist. So dass die Hebräer fragt mich, wir haben von verschiedenen Städten, hier so dichtbei, verschiedene mehrere Distrikten, von hier rum und so auch von Tamaulipas und ich weiß nicht von wo noch. Ja, hier dann Lichtfeld und Gnodenthal und Friedensort und ich weiß nicht wo noch, in Hoffnung, Zion und vielleicht noch mehr Städten, wo ich nicht hostig erkennen oder seid. Willkommen hier so. Ja, möchte Herr uns hier gnädig sein von der und dort können ein Segenstag sein. Von der ist nicht Sonntagschule, ist nicht Sonntag. Wir wollen die Donnerstagschule haben für die Kinder, aber wir wollen dort auch nicht haben. Und aber ich will hier eine Kartengeschichte vertellen, ein Kartengebet heute dort. Ein Kartengebet hat 3 Wörter, weil wir mal horchen, das ist für uns alle wichtig. Ein Evangelist, der wieder Paris, er fährt in Deutschland, in der Ziedel Port, durch ein kleines Städtchen, zu einer Evangelisation, zu Uventragen, und dann fährt er durch, auf eine Stadt bei ein Restaurant, ein Motel, ein bisschen so Topas, fährt er dabei, weil ein klein bisschen was eten zum Mittag. So denkst du vielleicht auf eine Gelegenheit, jemanden ein bisschen unterreden, oder nur Jesus Hand zu wiesen, dann sagst du nicht. So nu ist du so eine freundliche 14 Jahre Mäjale, nicht mehr als 14 Jahre, eine ganz junge Mäjale, der ist du in der Bedeutung am du so. Er denkt so, gut, er wird dem unterreden, als er jeden Hafen betult, dann fragt er, ja, wo heißt du, wenn ich die noch fragen kann? Annette, sagt sie, das ist mein Name. Sag ich, stamme für die Haupt hier so wegen, du so nu Ferienzeit ist, Vakation ist. Ja, sag ich, das geht mir sehr schön, hier so ein bisschen schaffen. Betest du dann noch Annette, seine nächste Frau dann noch kurz beten? So was, als dort, für dort hat ich keine Zeit. Und warum sag ich? Mein Tag, das ist immer so dick voll, und bis allein die Schule, und Schultag, das ist so stressig, das ist so voll, und Service ist immer so viel zu tun, so viel an. Aber danach sagt heute Annette, weil wir von der mal ein klein bisschen ein Deal merken, sei wir dann auch sehr leicht in uns. Wenn wir uns was bereden, ich wollte ein Kartengebet, ein sehr Kartengebet, wo ich die versagen, und ich will Frau die dort bis einmal am Tag sein, das ist alles. Und das kostet keine Anstrengung, das kostet keine Zeit, das kostet irgendwann sein, das Deal, beim Antragen kostet sogar sein. Und ich war von ungefähr bei Feuerwerk wieder, wo ich hier frisch vorbeikommen. Und dann, wenn du dann an jeder Tag das Gebet, dann werde ich die kleine Geschenk mitbringen. Vorig, bereit, sie abends dort, die wir nicht schwierig. Was dann nicht wohl sein, das Gebet, und sogar das Geschenk. Und sag ich der Evangelist, der hat bis 3 Wörter, und dort sagt es dort, Herr, rat mich. Und das dort, denken sie, nein, und er fährt wieder. Und von ungefähr Feuerwerk wieder, Camper, da war er vorbei, und der hat so war er nennen, weil ein bisschen eten. Und dann fragt er, nur im Jahr, und er sagt, der erste sind nicht, und sagen sie, oh, und das ist wieder eine Trainer Showband. Und aber das ist der Nuberschmejal, das ist der Souveräne, und das ist ein Wirt von der hier so. Gut. Und er fährt so dann, und eine andere sieht, und nimmt sein Geschenkste, hat dort all mit, hat dort auf Hand eingepackt und alles, klappt da an, und die merken einmal kurz auf, und ich sagt, der Mama, du so, laut am Ende zu kommen, und sagten sich da durch, und dann sagst du, ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich möchte dich einfach bedanken für das Gebet, was du mir hast gesagt.
Als die war gings, vond ik geen grond dat te doen, aber ich dachte, wat war dat? Wenn er dann wat ja, van nieuwsgierig wie ze was. Und sie wollte nu kommen. Und ook de nichtje wordt het geschenkt dan wordt zijn, dat het verken is. En aber nu zijn ik rechtlich beschenkt worden, zegt ze al. Voor ze verheffen geschenkt gekregen hebben. Jeder morgen zeg ik dat gebed. Voor zum Anfang, als ik dat zeg, ik dacht even nog, ik zeg dat pas. Dat ze nou, merk je geen zin. Ik zeg dat best de hand wegen. Ik had je wat verspreken. Aber immer eins war es. Dann fang ich even nur zu denken, was das so recht bedient. Und besonders das Wort raden, rette mich, raden. Was bedient dort? Und dann hat sie mal die Bibel genommen und hat mal noch raden gesagt. Im Kleinen Testament, was sie hat gehört, in den Epoch, da hat sie das gefangen. Diese Verse Johannes, denn der Sohn des Menschen ist denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder selig zu machen, was verloren ist. En dan eenmaal wordt er klar, dat dit weer irgendwas wat ook voor haar wat zijn daar. En ze had aanvang angst te krijgen. En nu zegt ze, bid ik dit van harten. En met een eerns bid ik dat, Herr, raad mij. En dus dat heb ik hem gevraagd, mijn zin te vergeven. Dus dat heeft hij mij aangenomen, dat heeft hij gedaan. En denk aan, mijn gebed, dat is erhört worden. Ik ben zo gelukkig. En wo kan ik dir verdanken, wat du gedaan hast voor mij. So ein kartes Gebet, was den Unterschied gemerkt hat. Okay, wir wollen wieder merken, mit einem ganz kartes Wort hier für die Anleitung, Begrüßung, Anleitung, wenn der wenig sinnvoll ist, in Lukas 13. Wenn wir abschließen, jeder einer, was die Bibel mit hat, Lukas 13 auf. Es ist eine interessante Geschichte, eine interessante Begebenheit. Wir haben ein paar Gedanken hier so rücknehmen. Ich das. Eine Anwendung auch von der von uns. Lukas 13, der Versen auf bei 13, wo wir nicht übernehmen. Das sagt uns, dass das Verstehen fängt an, dass die Lehrenden in ihrer Schule am Sabbat, sie hatten nicht mehr, sie hatten, wie nicht mehr, dass es Eier wird, sie haben nicht einen König, sie haben bis ihre Schulen, ihre Synagogen, wo sie taubt haben, dass es dann in den Ländern wird, wo es verstreut wird, so mal hier so in Israel, da haben sie den Tempel, so wie das dort, aber das sagte der Lied in ihre Schulen am Sabbat und einen Ruhetag. Und sie haben die alle Wegen und so dich Bibi dass sie nicht brücken wie Gun am Sonntag, sie können ein bisschen gewässert Gun. Und dann sagt hier wieder Vers auf und siehe, ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit, 18 Jahre, und sie war krumm und konnte nicht wohl aufsehen. Da sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Weib, sei los von deiner Krankheit, und legte die Hände auf sie, und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott. So wie einmal. Hier sehen wir ein Wunder, was Jesus teilt, das fängt an im 8. Vers, und siehe, check mal ab, hörch mal her, hier ist was zu sagen, hier ist was Feines zu sagen. Seltsame Ding, sei wie, und aber soll wir glauben und soll wir verlieren. Und sonst habe ich hier so von dir, siehe, und das geht hier nicht um die Hörch, sein Wort von Jesus, hier wird der Hänger sein. Viele Menschen sehr beschäftigt, Wort von schlechter Jesus, dass da nicht was ist, was diese Krankheit verursacht hat. Aber dort wird hier so nicht wichtig, Wort von Jesus, bloß dort das vom so tun wir. Dort hier eine große Macht wird und dort Jesus über diese große Macht, was er sein hat. Die hat hier nicht am Gestern zu studieren, aber wenn wir mal gucken, was das hier sagt. Und das erste Wort, wie hier sein, die Beschreibung von dieser Früh. Und sagt du so, da war ein Weib, das hatte einen Geist der Krankheit, 18 Jahre, und sie war krumm und konnte nicht wohl aufsehen. So hier sehen wir den Zustand von dieser Person. Der hat 18 Jahre diesen Geist der Krankheit gehabt. Nicht bloß ein persönliches, natürliches Problem, Kopfweh, Migräne oder so irgendwas. Der wird ein Geist der Krankheit. Hier wird so dahinter, was ganz besonders an dieser Früh getan hat. Was ganz schlimm ist, das wir nicht wollen Krankheit, das wir fertig haben. Naja, da kann ja gesund geben, dass es vom Sultan irgendwie ist, aber da schnell ist, wir sind es das nicht. Aber wenn das so wird, ist die Beschreibung hier so, diesen Weg.
Wir zijn in wat voor een Lehre wird, in wat voor een schwierige Lehre wird. En wat ganz Besonderes, wat we hier zijn in deze, dat is de Leib, wo der entstellt wird, wo der verdorben wird, wo der krumm geworden wird. Und das sagt also, der wird so krumm, nur rauf, sie können nicht mal abchecken. Da wird alle so verdorben von dieser Krankheit, die können nicht abchecken. Wir sind hier so bloß sehr schmack das Bild von, wo jährlich der Sinn arbeiten dat an Mensch. Wo so dann auch der Hänger ist, uns ganz verdorben. Und dat is diese Früh hier so auch wird. Alles ist krumm geworden. Alles ist schlecht geworden. All das Scheine, was der Haut könnte sein, das ist alles, wo hingekommen, wo man nicht will hinkommen. Wir sind nicht viele Menschen, was der Sinn und ihr Leben getan haben. Wir sind an ihre Körper, wo die ganz kaputt geworden sind. Wir sind nicht an ihr ganzes Leben in ihre Utsicht, was du sie geworden ist mit, was der sinnhaft könnte in ihr Leben tun. Kriegt es diese Früh. Und wir sind nicht hier so, wir sind ein gesunder Körper, wo unterste Lad von einem kranken Körper, dort ist auch der Unterschied, was das ist, von einem jährlich gesunder Mensch in einem jährlich verplauderter Mensch. Was wir hier auf Food sein, das sei wie alle geboren. Das diese Frühe ist, von dieser Krankheit geprägt. Und diese Krankheit ist sehr viel länger mit dem, was wir behaftet sind. Hier wird nicht 18 Jahre. Das muss in 18 sehr schwere Jahren gewesen sein. Bei uns ist das anders. Bei uns ist das Zeit der Geburt. Und dort haben wir das dort mitgekriegt von unseren Vorfahren. Diese Geisterkrankheit, die ist all so lang gewesen. Dass diese früh 18 Jahre geleden, die können sich nicht halten. Keiner könnte halten. Das wird rutlos. Ich weiß nicht, ob wir hier so ein schmackes Bild sein, wo unsere Lehre von der ist, wo jeder Mensch seine Lehre ist. Ich will mal die wahre Sinnhaftigkeit erkennen. Sofern glaube ich das nicht, was Sinn ist, und was Sinn getan hat von uns, und was für Sünder wir sind. Jo, wir reden vielleicht ein bisschen von, ich sei nicht vollkommen, ich sei nicht ein Mensch, was Fehler merkt. Und mit dort, weil wir alles gesagt haben, wer wir sind. No, wir sind schreckliche Sünder. Und das ist viel mehr als bloß, ich habe Fehler gemacht, ich will noch mal was erreichen. Wir sind einfach ganz verdorbene, verhalbestimmte Menschen, die da einfach ab ihrens ganz grieß und befleckt und verdorben sind. Das ist einfach Ekel an uns. Und wir sind bloß in Ekel. Das ist alles, was das ist. Das ist einmal ein Ding, was wir von der Bibel her so klar sein machen. Auch in dieser Früh, hier so, wenn das hier auch körperlich wird, aber das ist das jährlich uns Problem ist. Und das muss wir immer weiter erkennen. Das ist, was wir von Natur aus sind. Und so viele, die möchten dann auch wieder diese Sünder bleiben, bis begnadigt. Und das stimmt auch. Wir sind begnadigte Sünder. Wir sind nicht immer Sünder, aber begnadigte. Was sagt wir damit? Ich stehe tau, ich bin nicht vollkommen. Ich stehe tau, ich habe noch einen langen Weg zu gehen, aber ich durchstehe, wo Gott mich heiratet hat. Wo durch Jesus Christus mich heiratet hat. Er sagt, er hat mir Jesus Christus Glück gemerkt. Er sagt, dass du bist ja reich. Und das wird wieder stimmt, Gott. Es Gott ein Lehner. Weil das ist, wo er mich handstellt. Das ist, wenn er durch Jesus Christus checkt, wo er mich sein wird. Und unsere Bußfertigkeit, da merkt dass wir die Stellung haben. Dass der Herr sagt, du willst die Hand stellen. Und nu sollst du auch durch Hand kommen, wo ich die im Platz gegeben habe. Ja, wenn wir hier sind, denn du, wo der Herr uns hat geraten, du hast so viel in uns geändert. Der Jesus, das abgewagt, der wird euer Tod. Das ist nu vom Himmel, ist dort nu beeinflusst. Dort ist nicht programmiert vom Himmel, wenn Gott sein Jesus auf unseren Jesus nie gemerkt. Dort ist nu so der Herr, weil er dort soll sein. Und der schafft nun uns Leben und niemand aber uns denken. Unsere Ungewohnheit, uns Willen, all dort muss nicht total beeinflusst worden von dem Wort von Gott, direkt von Gott, rein, unbefleckt, nie geboren ist. Dort soll all das ewig nie beeinflussen, dort fehlerlos wird, so offen als Gott dort nie geboren hat. Und dort sehen wir, du hast den Konflikt, wo wir ab der erste Pot ist uns Fleisch und Blut. Der Ola Adam in Römer 7, so sagt Paulus da klar erklären, dort ist nicht wahr, wie uns nicht leben, wie die wahre Geburt. Und dort tritt uns nie rauf. Nie ist das Konflikt hier. Boven trägt es nun hoch, beeinflusst uns, und will uns diese Hand stellen,
wo wir heiratet sind. Und du hast das Fleisch hier so in dem Drag, wo du so gern, du so blieben mag. Nicht einfach das Konflikt hier zwischen. Und dort redet du so nein, dort redet du so. Und wie sagen du so, aber was das wird sein, das soll die wie Christen, das soll wie dort merken. So, dort mag nicht verändern. So, dann soll wir hier so einmal eine kleine Erklärung an die Sinnhaftigkeit, weil wir noch mal reden von begnadigten Sünder. Und von der anderen Seite, werden wir auch abpassen, dass wir nicht sagen, okay, ich will niemals vollkommen sein und dann, dass wir alles gut halten, was an uns noch vermakeln sind. Weil wir nicht an der Seite stehen, dass wir nicht in der Heiligung fortfahren. Der wahre Geburt, das passiert im Geist, der Heiligung, das passiert am Leib. Und ans Leib, und auch ans Denken, ans Sein, ans Verstand, ans Willen und so weiter. So, dann sei wie so, du hast einen Konflikt. Und von der anderen Seite, aber wer will nicht glauben, dass wir sind du so. Wo Christus uns heiratet hat, du selber all. Und ich sage, okay, und durchschnittlich, wenn wir auch jetzt am meistens der andere, und ich weiß nicht, wo wir in der anderen nicht modestlicher sind, ich weiß nicht, wo wir in der anderen nicht modeller so wurden, leben, was die Prediger sprechen, was die Bibel lehren dat. Naja, da kann das auch sein, aber das sind zwei Seiten, weil wir erkennen, wo wir heiratet haben, sind, wo wir sollen hinkommen, wo wir sollen sein, und von der anderen Seite unsere Menschlichkeit, wo wir, dass wir unsere Abhängigkeit von ihm sein, dass wir bußfertig worden sein, dass wir einfach wirklich worden erkennen, was ich in Christus sein und wo ich soll hinkommen. So diese Früh, dort wird so eine, sie wissen, sie können nicht mehr abchecken, also die Sünde hat so verdorben, also wir sein all nicht scheinend, nicht spannend, nicht positiv im Leben, und der Herr, die können diese gesund merken. Gut, das ist wie der erste Punkt. Die Früh, die Beschreibung von dieser Früh und die Beschreibung von uns als Sünder in unserer Sinnhaftigkeit. Was sei wie hier das Nächste? Jesus, der kann halten. Und vielleicht sagen wir, das weiß ich wie gut. Aber wir müssen dann noch einmal weiter klar merken, Jesus kann halten. So fertig erst es dort. Der Sünder, der weiß dort. Jesus, der kann halten. Aber wirklich, kann das nicht mal fühlen, kann das nicht mal im Glauben annehmen. Als wenn nicht, da würde der mal wohin kommen, da würden wir dem Haupt rauben, dann können der Herr sich bezeugen in sein Leben. Aber so fertig erst hat, dass wir glauben dort nicht ab ihrens. Und auch, wann wir uns bekehrt haben, und wir ständig kämpfen, oder ständig strocheln, so muss es dort sein. In Christus soll nicht es dort, falls ich an so, okay, wenn Christ nicht das dort soll, dann wollen wir dann noch kein Christ sein. Na, vielleicht kann das stimmen. Vielleicht habe ich niemals eine wörtliche Erfahrung gemerkt, bis später geworden, dass das kann sein. Aber von der anderen Seite, soll wir das auch, und haben wir erfahren, den da, wo wir Jesus haben und woher uns Leben verändert haben, dort, du sind kämpfen. Und du als einer der anderen, der strauchelt vielleicht irgendwann. Und der Dad. Aber was hast du so, war der Kack dort selber? Jesus, der kann halten. So der Bett steht in der Zeile. Jesus, der kann halten. Das müssen wir immer glauben, das müssen wir immer fühlen, entkennlich. Das geht nicht am Del gelehrt haben, und Del begreifen, und Del verstehen. Das geht am entkennlicher Glauben. Das ist einfach das entkennliche Glauben, was uns merkt, wohin zu kommen. Die kleine Kinder, die brauchen nicht sehr viel Verständnis, die brauchen nicht viel Gelehrsamkeit, um der Mama oder der Papa zu vertrauen. Wenn wir so kenntlich aus dort sind, da braucht nicht so viel, was wir gehalten wollen. Die Dinge, die brauchen nicht so viel. Die brauchen keine Wirt sein, die brauchen nur ein bisschen rohren. Da weiß die Mama oder der Papa, was er ist. Die brauchen bloß mit einem Fuß in den Lauf gehen, wenn der Specker der Unge ist, und dann rohren. Dann wird die Mama, der Papa, all den Specker durchrührt. So sei es, dass ich auch noch wehren dat. Kriegst du erst mit unserem Herrn. Wir brauchen bloß einfach so kenntlich aus dort sein. Wir brauchen nicht mal der Reich, die wir haben, aber so kenntlich und demütig und aufhängig von ihm, und haben wir gehalten worden. Dass diese früh wird, die können nicht mal so recht abchecken. So hat so tun die durchgeschlagen. Diese Krankheit wird von so tun, sag ich uns, dass du ab 2 Luther noch einmal war, das wird von so tun, direkt von so tun, die Krankheit. Sie können danach gehalten worden. Wo wir, da wird ihre Kenntlichkeit, da wird ihre Aufhängigkeit. Sie braucht auch keine Gelehrsamkeit, du Tau. Jesus, der kann erhalten. Sogar am Sabbat, so wie hier so passiert war am Sabbat. Interessant, vom Oja von den Juden passiert es am Sabbat, aber hier wie die Gelegenheit, hier war das getan. Und so wie dort, hier mag ich eine Lektion nehmen, dort wenn der Herr ans halten wird,
en halten will, wo uns raten dat, uns gerade ans halten, dann denkt an, sei erfahren, was der Haupt ab dem Weich kommt, wo wir nicht geteilt haben. Meist einmal ich eine Haupt ab dem Weich, ab eine Gelegenheit, zu einem Klockentiet, wo wir nicht Freude verwirren, wo ich nicht gedacht habe. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen, dass wenn du so mal unerwartet eine Gelegenheit beiden dat, dann sagen, Herr, hier geht was an. Herr, was du hier halten, oder das du hier halten. So, weil wir dem Herrn die Gelegenheit geben, und können wir um Sabbat ist, also wo wir nicht angedacht haben. Und vielleicht kann es sein, der Halb, der will Gott durch einen Mensch haben, und dann nicht durch einen Mensch, was die Schwur nicht verdrehen kostet. Da muss es dort nehmen. Sofern braucht das wohl, sich zu verdemütigen, was meine Halb kämpft. Hier wird es um Sabbat. Eine alleine Zeit. Nur der Idee von den Juden, eine sehr alleine Zeit, dass sie so Halb kommen. Aber der Schönkeit dann. Wenn wir dann denken, der Haupt, der kann vielleicht auf den Weg kommen, wo wir nicht geteilt haben. Vielleicht kommt der Haupt auf den Weg, wo ich mal was loslassen, was ich glaube, was ich nicht so loslassen. Und dann kann ich halten. Er kann nicht was schenken, aber ich muss loslassen, was ich dabei habe. Wir haben diese Geschichte hier, und das sind wahre Geschichten, open. Wenn die wollen was in ein Glas rübernehmen, die können ihre Hand vielleicht kurz abends nehmen. Die stappen die dann nehmen, packen das an, was da ist, die wollen sie rübertragen. Weil, wollen die kennen, dass sie mit einer Tonne Füße dort rüht, wenn der mal abends nennen kann? Kann nicht. Der Hund kann nicht rüht. So, entweder sie können die Hund raten, oder sie haben nicht. Weil sie wollen dort nicht loslassen, was da bin ist. Sie glauben, das machen sie haben. Das fehlt ihnen, das brücken sie. Und dann sich aber dabei versklaven. Der Herr, der kann bis dann halten, wenn wir rein sind für diese Halb, wenn wir diese annehmen. Und noch einmal war der Halb, der kommt durchschnittlich, durch Menschen, durch Wege, ab einer Gelegenheit, wo wir nicht geteilt haben. Wer wir bis wirken, wer wir rein sind, wenn der Herr uns halten will. Diese Tante wird hier nicht und geteilt haben. So wird sie gedacht haben, okay, wenn ich hier im Sabbat sein und lese, und höre, was gelesen wird, da wird der Herr mir wieder starten, und sie glaubt, das wird es wird. Und hat sie wieder dort vom Herrn gekriegt, was sie braucht. Und ich habe immer schon so eine andere Halb vom Herrn, wo sie dacht, der Halb wird, das wird Gottes sein, und die wird aber eine Heilung. Ganz unerwartet. Was sehen wir hier, das letzte Part? Sie können ja halten wollen. Also Jesus, der kann halten, der kann immer halten. Das letzte Part ist hier so, und legte die Hände auf sie, und als sobald, wie würde ich sagen, und darauf, in unserer Sprache, richtete sie sich auf und pries Gott. Pries Gott. Erste, was sie Gott preisen. Ich freue mich, was da wieder Erste, wenn Gott gehalten hat. Wenn Gott gehalten hat. Wo schön, wenn uns das Erste, das über den Lippen kommt, der Dank, der Lob, der Anbetung, für was der Herr getan hat. Für jeder kleinen Bestie, wo der Herr hat gehalten, sich bezeugt hat. Dus wat een twee gaan, en de andere kan je dat schön metbrengen, en dan kan je me dat tijd sparen. Dus andere, der liegt niet hastig wordt. En dan zo gaan we op, wat een grote zaken, grote probleem, jährliche Schwierigkeiten, wat immer dat is. Wenn uns das Erste, das beifällt, Herr, Dankeschön, dass du hier gehalten hast. Dat wir am Preisen dann ist dort ein Ticken, wir haben erkannt, dass wir gehalten sind. Wenn wir nicht gedankt haben, dann ist die Frau, haben wir erkannt, dass wir gehalten sind. So werden wir mal drei checken in uns Leben, zum Aufschlüten hier so. Ein Sprichwort sagt, Danken schützt vor Wanken. Wenn wir danken, dann wollen wir nicht so leicht schackeln, ducken und so weiter. So, wenn wir gehalten worden sind, werden wir mal drei checken. Wann habe ich das letzte Mal gedankt, dass der Herr gehalten hat? Du und wo wir sein können. Als wir erkannt haben, dass der Herr im Leben ist. Und dort, wo wir das dann gesehen haben, als ich vorher im Haupt gefragt habe, das hat ja gehalten worden. Wenn ich langweilig gehalten worden, dass ich langweilig von irgendwo zeugen, dann waren wir Frauen, sehr wie Gott kindlich, dass diese Früh was der Herr gehalten worden. Oder, von der anderen Seite, habe ich Gott erkannt, dass mir Haupt fehlt.
Wir sind alle Menschen, was der Haupt fehlt. Fangen later an so und so, wir diesen jungen Mensch, naja, den wird er sein, den, das haben wir boven ab und dort ist das Muden im Schmer, dort lässt sie das alles fan, der hat niemals Schwierigkeiten und in den sie leben, das lässt so dran fan auf, ja, lässt nicht schlecht bei dir, Familie, die hat alle eine Reh, alles ist fan, schien sich an so. Wir müssen dann denken, jeder Mensch fällt seine so eine Show oder seine Schwierigkeit, was er am Hort hat, muss wir einmal behalten. So, wenn wir dann denken, halb brücken wir alle, halb haben wir alle. Wann hat das letzte Mal gedankt für halb? Wir in der Herde Welt halten und wir brücken die alle. Wir sind alle so eine Menschen. So, die Frau erst, wann hat das letzte Mal gedankt, dass der Herr sich bezeugt hat. Gut, bevor wir wiedergehen, für den weiteren Gottesdienst, werden wir Abstand von Gebet, wo der passend ist. Uns großer Gott, uns vor dem Himmel, wir danken dir, dass diese Früh, was übel geplagt wird von der Krankheit, dass wir alle behaftet von der Sinnhaftigkeit und bei der Geburt, und du hast so viele geraten. Und vielleicht auch viel Dank gekriegt. Woher wirst du wieder uns gnädig sein, dass wir erkennen, dass wir sind eigentlich auch in so eine schwierige, trüge Lehre aus dieser Früh. Und aber dass du auch halten darfst, alle Zeit immer, vielleicht unerwartet. Und schenke nur, dass wir dort erkennen und so abhängig sind von dir. Und dass wir dann unseren Lob, unseren Dank, unsere Anerkennung, die Anerkennung geben, für was du getan hast an uns. Help immer weiter uns, dort zu erkennen, dort zu tun, dass wir keine so glückliche Menschen sind. Wo ich dir das geben, und sehen die wieder Bruder John, mit das Wort, in dem uns auch ein offenes Hort, zu hören, was du uns zu sagen hast von dir. Amen. Soll wir Platz nehmen? Okay, als Bekanntmerkung, wenn wir bis Tamarien, übermorgen ist es dann, sind uns morgens alle Männer, Jungs, alle Leute Gebetsstunden, Freitag so bis Jugendabend, und der harde Gelegenheit wieder ja, weil wir Sonntag und Montag, Sonntag ist es in die Bus Gottesdienst haben, wo wollen wir nur das geben, sind und wird was sein für Sonntag. Gut, wir wollen dann ein Lied haben von den Gesanglehrer und nur dem haben wir dann noch eine Special Number, eine Gruppe, die hier was singen und dann die Botschaft. So, bitteschön. Lass uns singen Nummer 42. Nummer 42. Der Dreierfahrt sagt du, bist du auch gebunden, Seele, dann blick nur zum Kreuze hin. Dort ist Rettung für dein müdes Sklavenherz. Es gibt einen nur, der dich von Satans Joch befreien kann. Das ist Jesus, der für dich trug Tod und Schmerz. Wie ein Vöglein, wenn's gefangen, so war ich in Satans Hand. Seinen Willen muss ich unter Tränen tun. Doch auf einmal darf ich frei sein, als ich Jesus hab erkannt. Seine Hand hat meinen Käfig aufgetan. Wie ein Vöglein muss ich singen, voller Freude, voller Lust. Halleluja, frei das Herz, frei die Brust. Den Gefangenen allen will ich bringen Kunde von dem Heil, das ja mir schon war zuteil. Wie ein Vöglein, wenn's gebunden, so war ich in Satans Bann. Meine Hände, meine Füße waren nicht frei. Doch als Jesus meine Fesseln sah, nahm sich meiner an, löste sie und ließ mich frei des Weges gehen. Wie ein Vöglein muss ich singen, voller Freude, voller Lust. Halleluja.
frei das Herz, frei die Brust. Den Gefangenen allen will ich bringen Kunde von dem Heil, das ja mir schon war zuteil. Bist auch du gebunden, Seele, dann blick nur zum Kreuze hin. Dort ist Rettung für dein müdes Sklavenherz. Es gibt einen nur, der sich von Satans Joch befreien kann. Das ist Jesus, der für dich trug Tod und Schmerz. Wie ein Vögel muss ich singen, voller Freude, voller Lust. Halleluja, frei das Herz, frei die Brust. Den Gefangenen allen will ich bringen Kunde von dem Heil, das ja mir schon war zuteil. Bruder, weißt du, warum ich so glücklich darf sein und warum mein Herz ist voller Freud? Oh, ich freu mich zu wissen, der Himmel ist mein, seit mich Jesus von Schuld hat befreit. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Oh, mein Herz, es jubelt so glücklich und frei, denn er riss meinen Schuldbrief entzwei. Schwer beladen, ich eilte im Glauben zu ihm, im Herzen empfand ich bittere Not. Da hat er mir die Schuld meiner Sünde verziehen. O gelobt und gepriesen sei Gott. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. O mein Herz, es jubelt so glücklich und frei, denn er riss meinen Schuldbrief entzwei. Heute jubelt mein Herz mit freudigem Sinn, die Schuld meiner Sünde ist bedeckt. Oh, ich kann es nicht fassen, wie glücklich ich bin, und jetzt nichts meine Seele mehr schreckt. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Oh, mein Herz, es jubelt so glücklich und frei, denn er riss meinen Schuldbrief entzwei. Oh, wie bin ich so froh, ein Kind Gottes zu sein und frei von der Schuld einherzugehen. Denn ich weiß, dass die volle Vergebung ist mein. Oh, wie köstlich, wie herrlich und schön. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei.
O mein Herz, es jubelt so glücklich und frei, denn ist meinen Schuldbrief entzwei. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen, uns zum Heil von Gott gesandt? Sein Lob erklingt hinaus in alle Welten, über Meer und jedes Land. Name über alle Namen Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Der Name wie ein Morgenstern erstrahlet über Not und Nacht der Welt. Er schenket Mut und neue Hoffnungsflamme, die dann unseren Weg erhält. Name über alle Namen Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Den müden und verzagenden hienieden, rings von Untergang bedroht, bringt den lang ersehnten Himmelsfrieden und erlöst von Sünd und Tod. Wenn alle anderen Namen einst verbleichen, Jesu Name ewig bleibt. Sein Purpurglanz so wunderbar wird strahlen, bis in alle Ewigkeit. Name über alle Namen Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Dankeschön, Bruder, für leider der Schuldbrief des getilgt und dort wegen diesen Jesus wird diesen besonderen Namen haben. Ja. Wieder die Botschaft. Wofür sind von dir in ihre Worten? Amen. Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Für mich ist das ein sehr wichtiges Leid, und zu denken, dass Jesus riss meinen Schuldbrief entzwei. Ich sehe hier geredet zu sein für all die Ja's, das will Bruder Panschel erwähnen, was von der wir haben. Wir haben ihre Schwester Thesis hier von Tamaulipas, und sie sind die Kinder zu den Eltern, was uns bis heute la Marina 8 Monate trägt. Sie ist sehr gut abnehmen beiden. Ich bin eine große Freude, mit der Schwester Thesis taub zu sein im Haus für eine Werk.
Gut. Ich werde erst hier ein paar Verse lesen, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1 und 2. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. So dort fängt der Apostel Petrus im Brief an. Von dem mein Thema ist das Erbgut der Kinder Gottes. Von dem ist Himmelfahrt. Und ich will von der nicht aus der Himmelfahrt reden. Aber ich will von der und das Aufgut reden, was für die Kinder Gottes reit ist. Durch dem, dass Jesus alles vollbracht hat, durch dem, dass Jesus abgestoßen ist und durch dem, dass Jesus im Himmel gefahren ist alles vollbracht und für uns ist ein Aufgedreht im Himmel. Aufgedreht hier sich schein nicht wahr, aber von der wir uns hier von den Aufgedreht lesen, dort ist ein besonderes Aufgedreht. Und wenn wir alle aufmerksam sein, was das Wort Gottes uns von der sein, der von der Aufgedreht, was der Reit ist für uns als Kinder Gottes. Lese hier wieder in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 7 als Tagsvers. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel, euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass ihr offenbar werdet zu der letzten Zeit. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel kästlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zur Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird, Jesus Christus. Aber so weit die Bibel wird hier. Für mich ist es ein sehr deprimierender Tag. Und von wem ist es geschrieben? Von dem Apostel Petrus. Der Apostel Petrus, fängt hier mit einer Anbetung an in seinem Brief. Petrus heißt hier bekannt als der Fischermann. Wie kein so ein besonderer Mensch nicht. Wie ein so ein Fischermann, was sein Leben verdient mit Fischen. Petrus, wie einer, also wir fingen Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13, ein Eingelehrter. Die Menschen wissen, dass ein Eingelehrter Mann, wie kein hochgelehrter Mann nicht. Wir bekannt als einer, was mit Jesus tobt war, wie dort jo. Petrus heißt bekannt als einer, was in der Verzweiflung geraten ist, und einmal seinem Jesus verfluchen ist. Ich kann dem nicht, ich weiß nicht, von wem wir reden. Und hier von der Anbetung. Genau ist das passiert, was wir von der durch die Eröffnung hielten, wo die Kramme früher entdeckt worden und wo die Kramme Sünder haben abgereicht worden und konnten erlöst sein. Dort, wo wir in der Apostel Petrus hier mit der Anbetung kann anfangen, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Für was Gott zu loben? Was uns durch seine große Barmherzigkeit wahre geboren hat. Nu sag ich mal, der, was geflucht hat, der, was Jesus verleugnet hat, der zeugt nur von einer wahre Geburt. Das Leben, das hat sich so geändert. Kein Wunder, dass er von der großen Barmherzigkeit redet, nicht wahr? Einer, der in der Verzweiflung gelebt hat, und nu so ganz klar kann man Gott loben, für dass er als Familien geboren und dass er ein aufgedreht ist, dass er nur das checken hat. Ab Swarsch, Petrus, nur der Auferstehung Jesu, noch einmal in Furcht hängen verschlossene Dären satten, die mit anderen Jüngern tun. Er hat noch nicht alles zu holen, was der Herr geplant hat, was Petrus sollte holen, cherieren. Wir haben vielleicht noch nicht alles zu holen, was wir noch sollten holen, cherieren, leben zu hier. Deswegen ist es so wichtig, dass wir taub kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir beten, dass wir Gottes Willen segnen, dass wir im Wort Gottes checken. Was lehrt uns die Bibel? Petrus hat dort hängen verschlossene Dären, eine große Angst, was passieren wird.
Bei einmal ist diese Angst war, nur dem, was Jesus wie verschlossene deren angekommen und hat gesagt, Friede sei mit euch. Und in diesem Friede, der wir von der leben, in dieser Sicherheit, der wir von der leben, und wir checken über, es ist wieder in unserem Tag sein, der nur das aufgeht. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe. Hier wird es sehr festgestellt, dass ein sehr besonderes Aufgabe ist, was uns befeststehen hat. Liebe Zuhörer, das Aufgabe, was uns befeststehen hat, das ist ein Aufgabe, was wir von der noch nicht wieder haben, dort alles auszureden, was es sein wird. Und wo das sein wird. Aber dann, wenn wir schon dort sind, dann, wenn wir schon geschrien und empfangen haben, dann, wo wir weit, für was wir einmal geredet haben und gelesen haben. Und das wird so ein Segen sein für alle Ewigkeit. Nicht bloß von Stolz, ja. Hier redet man viel von den Aufgaben, nicht wahr? Aber das ist bloß von Stolz, dann ist das wahr, das Aufgabe. Aber das Aufgabe, wo wir von dir von reden, und dort ist ein Aufgabe für alle Ewigkeit. Und dann an zu denken, was für ein Aufgabe das ist ein ganz reines Aufgabe. Unvergänglich. Also das steht uns auf Befehl. Und hier ist alles in diesem Leben, was alles so vergänglich, nicht wahr? Menschen, die arbeiten einmal, und die arbeiten sehr viel, und sind so, haben vielleicht ein Land gearbeitet. Na, das wird ja nicht so leicht vergänglich sein. Some von den anderen Dingen, die vergehen so leicht, die verkommen so leicht. Haben vielleicht an die, das 40 gearbeitet, und das bald aufgefahren. Haben vielleicht die, das Gerätschaft gearbeitet, und das bald Tag gebreist. Aber das Land, dort liegt es ziemlich sicher, nicht wahr? Aber weißt du, was das wird nicht bleiben. Hier ist nichts in dieser Welt, was bleiben wird. Von das Aufgabe, was du geschrien hast, wird noch nicht bleiben. Hier in dieser Ehe. Ab dieser Ehe. Von da, was du nach Kriegen wirst, checken vielleicht verder weg, und denken uns, wir werden von einmal ein großes Aufgabe geschrien. Aber das ist alles vergänglich. Das bleibt nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Wort Gottes sein, was ist das von Aufgabe, was uns befeststehen hat. Und dort ist ein Aufgabe, was unvergänglich ist. Das sagt uns in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 4 wird auch wieder betont, dass da was hier ist, dort ist alles vergänglich. Das sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchen die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Was bleibt danach, wenn alles vergonnen wird? Das ist bloß wahr, nicht wahr? Dort ist was passiert wird mit dieser Welt. Dort ist was passiert wird mit dort, was wir von dir hier haben. Was uns vielleicht sagen, dass uns, was der Herr uns anvertraut hat, wie andere von der uns. Und viel von dort, was wir haben, was viele Menschen haben, ist so, was sie erben haben. Durch dem, was die Eltern hingelassen haben. Aber dort ist was ganz Vergängliches. Liebe Zuhörer, verlot dich nicht auf das Aufgabe, was du hier zu kriegen hast noch. Dort ist was ganz Vergängliches. Aber das Aufgabe, was uns noch befestigt, für die Kinder Gottes, ich will das betonen, für die Kinder Gottes, dort ist ein ganz vereinigt. Dort ist ein Aufgabe, was scheinbar nicht vergonnen wird. Und dann lassen sie noch unbefleckt. Wieso merkt der Apostel Petrus hier durch den Geist Gottes nach dieser Bemerkung von unbeflecktes Erbe? Weißt du, wie ein unbeflecktes Erbe hier abnahm hat? Wisst der Apostel Petrus wisst dort, dass hier diese Ehe, hier ist ein Aufgabe vielmal ein beflecktes Aufgabe. Was will uns das sagen? Das Aufgabe hier, das ist nicht immer, dass es eine reine Aufgabe ist. Sehr vielmal das Aufgabe, was hier ist, das ist ein unreines Aufgabe. Und vielmal, wenn Kinder Ohren tun, dann kann es ganz abrechtig sein, weil meine Eltern haben sehr schwer geschafft. Meine Eltern waren Christen. Und Gott hat gesehen, und haben das, was wir geschrien haben geschrien, ja. Es ist ein großer Segen, und ihr war es für viel, wenn es daran ungewohnt. Aber wir wissen auch, dass die anderen sieht, dann sagen die wissen, dass das ein Aufgabe, das ist nicht rein. Du hast ein Aufgabe, was viel Ohren tun, das ist durch Betrug, wo sie im nächsten Anhänger Licht geführt, um sein Termeier zu kommen, wo sie den nächsten Belehrung haben, um sein Termeier zu kommen,
wo sie mit Last haben tausend genommen, um sein bloß zu mir haben Gott zu kommen. En later oven de Kenia en afgoed, maar het is niet in rein het afgoed. Dat zijn bevlekt het afgoed. Daarin zegt ons tags hier van jou, een onbevlektes erbe, dat is zo'n wat ganz rein is. Dat heeft geen gerieze platen. Dat is ganz doorgesteld, rein en heilig door. Maar dan redet nog aan zijn tags van onverwijkelijk. En afgoed wordt niet verwaalt geworden. Hier in diesem Leben so viel Dinge, die verwaalt je niet waar. Wenn wir uns mal eine Rose verstellen, laut Tijd waren veel Rosen gegeven. Veel Rosen sind verschonken geworden. Gut viel Deel terug worden, waren veel Rosen verschonken. En wo schijnen Rosen, nicht wahr? So prachtvoll als der Rose da. Die sind het so schmack. En wir bewundern den Schmack der Rose. Aber einmal ein Tag, dann hat die kein Wert mehr. Deze schmakke roos, wat zomaar dankbaarheid in Fang genomen wordt. Deze schmakke roos, die wordt eenmaal weggesmeed. Die heeft geen wert meer. Die willen we niet langer am huis gaan. Weet je, dat redt van het afgoed hier op deze wereld. Dan eenmaal is het niets meer wert. Je weet niet meer wat met dat wel, niet waar? Dat heeft niet meer een wert. Mensen zijn dan eenmaal im Leben, meer als op deze wereld niets niet meer schoon. Ik acht het niet meer veel wat hier is. Dat is hier in deze wereld. Maar van der aan zo'n Tag hier redet van das woord. Hier redet van een afgoed wat er rein is. En voor wem? Wat los dan aan zo'n Tag? Voor wem is het door? Euch. Wie is het dan? Verjünt. Euch, verjünt ist es da. Was sagt euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Hier liegt es bei. In dem Glauben bewahrt die Seligkeit. Das ist nicht selbstverständlich von dem Aufgott, was wir von der und an dem Tag zu lesen werden, unvergänglich, unbefleckt und unverweltlicht, dass das für alle Menschen wird da sein. Dat is voor die wat er im Glauben staan dan. En van der wordt ons Glauben geprüft. En ons Glauben kan ook schwander geprüft worden. Laten we toch hier bereid aan zes in Christus Jezus, hij merkt mir bereid aan ons Glauben, die wordt nog abgeraten en schwander Proben gesteld worden, als dat van der geprüft wordt. Aber hier sagt uns dort, verjünt wordt im Glauben sind bewahrt worden. Damit wir immer klar haben, durch was sei bewahrt worden? Durch den Glauben, allein durch Gott seine Macht. Nicht mit uns selbst, in keinem Fall. Wir lassen es hier, durch Glauben, aber durch Gott seine Macht. Diese Worte, das Wort aufgeht, dort wird uns zerteilt worden, bloß allein durch dem, dass wir sind zum Glauben gekommen. Aber nicht bloß, dass wir sind zum Glauben gekommen, sondern die Glauben geholt haben. Weet je, veel mensen die komen te geloven, wat ze moeten dan eenmaal alleen de alles haben. Die merken kein Gebrauch mehr von dieser geistlichen Sache, die dann ganz gleichgültig die Ewa in der Leben waren und der alle lebende haben. Von so reden wir hier nun nicht von dir. Der Apostel Paulus, für er gestorben, dann gab er ein sehr klares Zeugnis. Am Schluss von seinem Leben sagte er, dessen war, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, nu seht mal, ich habe Glauben gehalten. Hier wie ein Strieder Jesu Christi, der hat gekämpft. Er sagt, ich habe gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, aber er sagt, ich habe Glauben gehalten. Hier liegt es bei, Glauben gehalten. Aber wo kann ich Glauben holen, dass alles drehen wird? Ich kann das Glauben holen, indem ich mich holen an diesem Anker und Jesus Christus. Und er dreht die Sinne durch. Er wird die Sinne durchdrehen und du brauchst zweimal nicht Angst, sondern wir werden das nicht merken, liebe hier. So ein Jefte nicht, die Kinder Gottes dort nicht merken worden. Kinder Gottes, die wurden in ihrem Glauben bewahrt. Das wird ans Tag sein, das. Wir können ganz sicher stehen, wir wurden an unserem Glauben bewahrt, weil wir wurden im Glauben stehen. Aber Schicksal ist so viele Menschen, die leben nicht im Glauben. Die wollen sein, ob irgendwo ein Gute
verdient, dass ich das merke war, am Gute von meiner menschlichen Vernunft, so klug als ich sie, ab irgendwann wollte ich vielleicht merken, dass wir wollen, und ich habe irgendwann merken. Wir wollen das merken, indem dass wir zum Glauben gekommen sind an das vergotene Blut Jesus Christi, und dass wir können sagen, dass Jesus reicht mir Schuldbrief 2, und ich stehe in diesem Glauben fast in Christus Jesus. Das sagt ihr bei Wort. Aber durch Wort, durch die Macht Gottes, dort los in unserem Tag, euch, die das Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit. Seht ihr mal, dass Gottes Macht, was uns bewahren wird, dann haben wir viel Ursache mit Paulus zu danken. Ich weiß es von der und der Öffentlichkeit. Haben wir gedankt, was uns das zu Teil geworden. Haben wir Gott hochgehoben, haben wir gelobt, haben wir angebetet, für das, was uns das zu Teil geworden. Seht ihr, was ist uns zu Teil geworden? Die wahre Geburt, die Seligkeit. Und dann ein großes Aufgabe, was uns versprochen ist. Für die, was wir im Glauben durchholen. Dann sagt der Apostel Paulus hier, nur dem, was er sagt, ich habe Glauben geholt, und fort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Nu ist die Krone, hier horcht mal, hier ist das Aufgabe. Das ist ein Reitgelag. Was ist der Reitgelag? Die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage der gerechte Richter geben wird. Nicht mir aber allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Leibet auch hier, das für die. Diese Krone der Gerechtigkeit, der große Aufgabe im Himmel, das wird uns zerteilt worden, weil wir im Glauben wollen festhalten. Weil wir im Glauben wollen durchkämpfen, da wollen wir das erlangen. Das ist keine Frau. Ein vollkommenes Aufgabe. Daarin braucht dat wir uns von der Mutmachen doen, dass wir uns anderen taubstehen doen, dass wir Gemeinschaft pflegen doen, dass wir taubstehen kommen und beten doen. Und dass wir wollen vorstehen in alles, was wir zu begegnen haben. Gottes Macht, die wird uns bewahren. Was bewahrt Sadrach, Mesach und Abednego in dem vielen Ofen? Was wird das, was an zu bewahren denn? Der Ofen wird viel heiter gemerkt als gewöhnlich. Der soll dann angeschmiert worden, wenn sie nicht hat das goldene Bild angebet. Und der Ofen wird so heit gemerkt, dass der Mann, was diese Hand rühren, ab der 4 Nante schmieden, der den Schoden liegen von dieser Flamme. Und das wird direkt in die Flamme, in das heite 4 Nante geschmiert. Was bewahrt dann da? Die Macht Gottes. Lass uns hier, die Christen hätten kein so ein 4 Nante schmieden, wo die Macht Gottes uns nicht wird bewahren, und dass wir wollen uns aufgehört kriegen. Wir wollen nicht kriegen, weil wir wollen Glauben haben. Weil wir wollen treu bleiben. Da wird es das aufgehört zu teilen. Ein unvergängliches, unbeflecktes, unverweltliches Erbe. Wir lesen Daniel Kapitel 3, 23. Da fingen wir dort, dass Nebuchadnezzar abends abfallend 3 Stück haben angeschmiert und ein Feuersteck seite ben gehen. Wer ist die 4? Die Macht Gottes im Himmel kommt auf. Gott schickt seinen Engel und beschützt das Mann da in der heizte Flamme. Das ist vannacht der selbste Gott. Der beschützt die Sinje in der heizte Flamme. Wer beschützt Daniel in der Lebengrube? Dort wird Daniel die rietende Leiste schmieden, wo die Menschen erfreuen haben, weil sie die Kinder Gottes können, und ja, man die uitgehungerte Leiste schmieden. Dort wird Daniel geschmieden in der Lebengrube. Und was die Daniel da beschützen, wer wird ihn da beschützen? Da wird die Macht Gottes. Wir lesen in Daniel Kapitel 6, 23, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Hörst du mal. Dort in der Lebengrube wird ganz das gefährlichste Wehe, das sicherste Wehe, wo die Körper wird ganz verräten worden, und die Knöchel und alles ganz verfräten worden. Da ist dort. Da wird der Engel Gottes. Und für diesen Daniel bleibt es aufgeholt sicher. Meinen die aufgeholt, was sicher bleiben, Bruder? Die aufgeholt, was sicher bleiben, Schwester? Die aufgeholt, was sicher bleiben, wenn du was im Glauben stehen. Wenn du was festhalten. Dort aufgeholt, dort bleibt. Ans Tag sagt durch Gottes Macht. Wem gebührt dann nu all der Lob und Dank?
Nicht hell besser verstehen, nicht wahr, wenn der Apostel Petrus in unserem Tag sagen, ich gelobe sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christi. Das deswegen könne Gott so loben, wie er wisst, was er vorhin hat. Er wisst nu, für was er kämpft. Er wisst nu, in was er stund. Na, Leute, wieder an unseren Tags. In denselben werdet ihr euch freuen. Was? Die ihr jetzt in eine kleine Zeit, was sein soll, traurig seid in manchen Anfechtungen. Wenn wir uns freuen, dann wird es schon sein, wo die Haar an sich all diese Trübsal, wo wir zu gehen haben, wo der Haar uns durchleiten da. Er hat uns bei der Hand und er leitet uns nicht einmal los. Schritt für Schritt, wie der Herr Jesus mit uns, Schritt für Schritt hat der Herr Jesus uns durchgeführt und wir wollen uns freuen, wenn wir hier nur in dieser Zeit von Stolz traurig sind. Wir wollen vielleicht noch mehr Traurigkeit beleben, aber all diese Traurigkeit, was wir in dieser Welt beleben, dort wird alles übergehen zu einer wahren Friede, weil wir wollen Glauben haben. Deswegen haben wir nicht Ursache abzubacken, deswegen haben wir nicht Ursache furchtsam zu sein, sondern im Namen des Herrn Jesus vorwärts zu gehen. Hier sagt es, traurig in manchen Anfechtungen. Weet je, wir sind in dieser Welt und das gibt so viele Anfechtungen. Die Kinder Gottes, die werden angefochten, wegen ihr Glauben. Wir haben es jetzt gelesen, die Sadrach, Meiser und Abednego und Daniel, wo diese Jünglinge, die verschlafen in der Gefangenschaft, wie von Tüß, wo die angefochten worden, wo die eingeritten worden, wo die versorgt worden, gewaltig schwer war, worden versorgt. In dieser Mana, die bleiben falsch. Und wenn ihr sagt, hier, dass wir hier nur noch einmal traurig sind, in manchen Anfechtungen, weißt du was? Hier sind Anfechtungen in dieser Welt. Wir sind einmal hier. Wir sind noch nicht über den Jordan Eva. Wir sind noch nicht in Kanaan. Wir sind noch hier. Und wir können mit rechnen, noch wieder wollen Anfechtungen sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Heiligkeit leben. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder Gottes fasten und beten. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder Gottes kommen in Gemeinschaft, sich in ihrem anderen Mut merken, dass die diese Anfechtungen nicht wollen abbacken, dass die nicht wollen nullloten, sondern die wollen bloß noch stolz wollen, die wollen kraftvoll zeugen, mit Frieden, was der Herr nicht getan hat. Und denken, was Jesus getan hat, dann sollen wir nicht daran Angst haben, was wir noch zu begegnen haben. Bis der Herr Jesus hat so ein Diener Priester getan, um uns Frieden zu stellen. So Anfechtungen jaftet so viel, nicht wahr? Aber wir dürfen uns freuen. Da sagt er wieder im 7. Vers, auf das euer Glaube rechtschaffen und viel kästlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird. Du seht mal, omdat uns glauben, das sind Anfechtungen, aber omdat uns Glauben rechtschaffen und viel kästlicher erfunden wird, als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird. Das vergängliche Gold, da muss immer durch ein Vier durch. Da muss der Herr durch, und da muss konkludieren, wohnt es dort wahrhaftige Gold. So dort muss wir als Kinder Gottes, wir müssen unseren Glauben, wir müssen durch ein Vier durch. Was für ein Vier? Das Feuer der Anfechtung, das Feuer, wo uns Glauben geprüft wird, wir müssen immer hier durch. Aber was passiert? Uns Glauben wird geläutert. Ons Glauben wird bloß klarer. Ich höre es immer wahrer, dass eins zu sein, ich sehe das begonnen in meinem Leben. Gott sei Dank, weil Menschen sich an das begonnen. Gott lässt den tau, dass Menschen an das begonnen in ihrem Leben. Weißt du was? Wir werden eine große Gefahr, so wir handleben, wir werden eine große Gefahr, dass die Menschen vor uns sind, von anderen Jahren an zu beten. Bis wir hielten alles für selbstverständlich, dass wir alles ans. Und das ging so schein, dass wir so gut wir haben, so rechtlich nicht wahr. Das ist nicht uns, das uns bloß anvertraut. Wir kicken eben das Wort, nur was ewig, nicht nur das Vergängliche, was hier auf dieser Welt ist. Und du sagst hier, dass uns Glauben, die wird geläutert, das Wort. Uns Glauben wird geläutert, durch dem das nochmal durch den Herz gehen wird. Lass uns das bloß anspornen, festzustehen. Sicher vorwärts zu gehen und zu kämpfen, wozu? Das sage ich, zu Lob, Preis und Ehre werden nun offenbart wird Jesus Christus. Zu Lob, Preis und Ehre. Wenn wir wollen Glauben haben,
Weet je wat? Dat denkst du lobpreisend Ehre. Und Christus kommen wird, die Gemeinde heim zu holen. Wo wir am loben, wo wir am preisen, wo wir am dann hochgeven. Weet je wat? Dat je wil van jou doen. Als Kind Gottes, wir können von dir all diesem Jesus loben. Wir können diesem Jesus von dir all hochgeven. Für alles, was er uns getan hat, für all die Versprechungen. Bis das Wort Gottes, das sagt uns, dass der euch trüb soll. In 1. Peter Kapitel 5, wir da ein paar Vers lesen. 1. Peter Kapitel 4, Vers 10 und 11. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christi Jesu, der wird euch, der eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Wer ist dort? Gott aller Gnade, der wird uns, was wir hier ein Stückchen zu lieben haben, der wird uns vollbereiten. Der wird uns stärken. Der wird uns kräftigen. Der wird uns sein, dass wir auf Grund stehen. Ihm sei Ehre Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu ihm gebet all die Lob und Dank, all die Segnungen empfangen von ihm. Nun noch einmal in Vers 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58. Sagte darum, meine lieben Brüder, für seine liebe Geschwister, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, sind mal ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Geschwister, seid fest. Geschwister, seid unbeweglich. Nicht ans in den Glauben bewegen und einmal wollen nur und abgeben, handleihen, sondern vorstehen. Und es wollen teilnehmen in Wort, in dem Werk des Herrn. Nicht nur in dem Werk des Herrn, sondern viel mehr teilnehmen. Weißt du was, wir sind ein großes Gefahr, ich mag das ganz klar, wir sind ein großes Gefahr, dass die Zeit ist, wir haben nicht friert, actually nicht georgt, da haben nicht vor. Und some, die haben nicht georgt, und die haben nicht, und ihr seht nicht viel jährliche Erbührungsstunden oder irgendwas. Weißt du was, wir sind ein großes Gefahr, not zu lassen, steht, dass wir wollen enger Taubstunden in ernster meinen. Weil wir respektvoll sein, weil wir sein, weil Wort Gottes lehrt. Ich glaube, eines lehrt, das sei wie, da habe ich Ursache, dass wir wollen taubstehen und dass wir einen geistlichen Kampf kämpfen. Und dass wir wollen aufrichtig sein und warten auf die Erscheinung Jesu Christi. Und dann wird uns das aufgehört worden, für was wir von der kämpfen, dann, für das, was wir stehen, dann, einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwertlichen Erbe. So wollen wir andere Mut merken, dass wir wollen taubstehen. Und dass wir wollen geistliche Versammlungen. Wenn wir dann nicht kein Tor kann, aber dann wieder wollen taub kommen in geistliche Versammlungen. Wir brauchen das. Am Mut zu holen, am Durst zu kämpfen. So viel, die wollen mutlos. Die lassen nur, dass sich die Kinder Gottes erwachen. Die Kinder Gottes erwachen, als die Häupter emporheben. Und freien unserer Lesung, die kommt nur da. Die Schwester unserer Lesung, die kommt nur da. Jesus, die kommt. Und will Gott, wenn wir können im Glauben stehen, und das aufgeht, wird uns zu Teil worden. Wenn wir wollen im Glauben, uns bewahren, durch die Macht Gottes. Ich würde Frau und Posten als durchnehmen zum Gebet. Almachtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für das große Aufgut, was uns bevorsteht. Herr, wir checken ein unvergängliches, ein unbeflecktes und unverwertliches Erbe. Wir danken dir, Herr,
dort wir durch deine Macht bewahrt worden. In unserem Glauben. Ich bete, Herr, schenk uns die Gnade, dass wir es würden erkennen, dass wir selbst merken es nicht. Wir brauchen eine göttliche Kraft. Wir brauchen die Macht Gottes. Und Herr, help uns, treu zu sein. Gebrochen zu sein, demütig zu sein, dass du uns brauchen kannst in dieser düsteren Welt, in Unterschied zu machen. Und Herr, help uns als Gemeinde, dass wir durch eine ganz völlige Gebrochenheit in Unterschied machen in der Umgebung. Herr, wird noch viel, dass wir Dinge ändern. Wird noch viel, dass wir in Buße brechen. Herr, schaff mit dem Geist, dass wir würden reit sein, und dass du wirst Kennerheit worden. Und dass dein göttlicher Segen wird wieder mit uns gehen. Im Namen Jesu. Amen. Singen wir zum Schluss Nummer 466. Was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Schützen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will er geben. Mach alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen in schweren Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns Willen schwinden und müd wir sinken in heißem Streiten, was Gott verheißen, wandt nie. Was Gott verheißen, das will er geben. Mach alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch im Sterben, im heißen Fieber, wenn's Leben schwindet, des Heilands Hände dann für mich werben. Was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch am Tage, wo Gott uns rettet aus Not und Plage. Die Siegeskrone dort dann empfangen, die überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen.
Doch ein Ding nach Nederlands 4 bitte. Morgen werden die Lehrer von allen Distrikten kommen, um ein Ding zu checken, Berodung zu haben. Und wel besonders beten, dass Gott was durch sich bezeugen kann. Und dass die Geist Gottes können eine Leitung sein, und so eine wichtige Meeting ist dort. Über alles sollte Gottes Verherrlichung dienen. Ich will Frauen das Haupt neigen. Und nun, liebe Versammlung, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Amen. Wir scheiden am Frieden des Herrn.